Ihr habt sicher schon mal von der Evidenzpyramide gehört. Ich habe mich gefragt, wie viel Evidenz es eigentlich in den einzelnen Stufen gibt. In diesem Video erkläre ich kurz die einzelnen Studientypen. Und wir schauen uns an, wie wir in PubMed nach Publikationstypen suchen und wie wir den Proximity Operator anwenden können. Ich wurde schon gefragt, ob man den Studientyp eigentlich in den Titel schreiben muss. Ja, das hilft, um entsprechende Studien zu finden. Gerade wenn die Titel nach dem Schema Behandlung X und Outcome Y für Patientenpopulation Z formuliert sind. Dann möchte ich doch dem Titel schon ansehen, ob es sich hier um einen Fallbericht oder um eine randomisierte, kontrollierte Studie handelt. Kann man sich also darauf verlassen, dass die Autoren den Studientyp in den Titel schreiben? Nicht unbedingt. Und kann man nach Studientypen suchen, so wie ich das hier gleich im Video mache? Jein. Für eine Bachelorarbeit oder eine kleine Übersicht, wie heute hier, geht das. Für einen Artikel, der in einem guten Journal publiziert werden soll, würde ich das nicht so machen. Hier würde ich die gewünschten Studientypen beim Screening von Hand raussuchen. Oder wenn meine Datenbanksuche halt sehr viele Referenzen findet, dann würde ich einen validierten Filter nehmen. Ich verlinke euch unten eine Quelle zu solchen Filtern. Die Suchen, die ich hier gleich verwende, die sind präzise, aber nicht sensitiv. Das heißt, was man damit an Artikeln findet, entspricht ziemlich genau dem Studientyp, den man auch haben will. Auf der anderen Seite findet man aber eben nicht alle Studien dieses Typs. Gerade wenn die Autoren kreative Titel vergeben haben oder den Studientyp etwas anders genannt haben. Als erstes suchen wir Fallberichte und Fallserien. Fallberichte und Fallserien haben wir uns schon in früheren Videos angeschaut. Darin wird die Behandlung eines oder mehrerer Patienten beschrieben und eine neue Erkenntnis aufgezeigt. Zum Beispiel eine Behandlung auf eine Erkrankung angewendet, für die es bisher keine guten Behandlungsmöglichkeiten gibt. Oder es wird eine neue Erkrankung oder seltene Nebenwirkung beschrieben. Fallberichte beweisen nicht, dass eine Behandlung wirkt. Sie können nur Hinweise geben. Daher stehen sie in der Evidenzpyramide fast ganz zuunterst. Die PubMed-Suche setze ich aus dem Publikationstyp Case Reports und den Suchwörtern Case Report und Case Series zusammen. Die habe ich jeweils trunkiert mit einem Sternchen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, aber es heißt doch sowieso Case Series. Wieso sucht sie dann noch nach Case Series? Ja, manchmal suche ich gezielt mögliche Schreibfehler mit. Ich finde mit dieser Suche knapp 2,5 Millionen Referenzen in PubMed. In einer Fallkontrollstudie vergleichen wir Personen mit einer Erkrankung, also die Fälle, mit Personen ohne diese Erkrankung, also den Kontrollen. In jeder Gruppe schauen wir, welcher Anteil der Personen irgendetwas ausgesetzt war. Ziel ist, den möglichen Zusammenhang einer Exposition mit einer Erkrankung aufzuzeigen. Falls so ein Zusammenhang besteht, würden die erkrankten Personen eine erhöhte Exposition aufweisen. Beispiel Rauchen und Lungenkrebs. Hier kann man keine Interventionsstudie durchführen, da man ja niemanden absichtlich einer möglicherweise krankmachenden Substanz aussetzen kann. Fallkontrollstudien bieten sich auch an, wenn die untersuchte Erkrankung selten ist. Ein großes Problem ist, dass die Personen sich möglicherweise nicht so genau an die Exposition erinnern. Wie lange, wie oft, wie stark war man exponiert. Meine Suche enthält die beiden Wörter Case und Control im Titel mit einem Abstand von maximal 3 Wörtern dazwischen. Und so finde ich ungefähr 45.000 Referenzen. Nun kommen die Kohortenstudien ins Spiel. Damit können wir einen zeitlichen Zusammenhang erkennen zwischen Exposition und Erkrankung. Wir vergleichen 2 Gruppen, exponierte und nicht exponierte Personen, und schauen, wie oft die Erkrankung in beiden Gruppen auftritt. Unter Umständen dauert es sehr lange, bis die Erkrankung auftritt, und entsprechend dauern prospektive Kohortenstudien meist Jahre oder sogar Jahrzehnte. Schneller geht es mit einer retrospektiven Kohortenstudie, bei der die Daten schon vorliegen. Hier suchen wir wieder nach den beiden Wörtern Cohort und Study in einem Abstand von maximal 3 Wörtern im Titel. Wenn es darum geht, die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen einer neuen Behandlung zu untersuchen, ist die randomisierte, kontrollierte Studie das anerkannteste Studiendesign. Durch die Randomisierung versuchen wir, mögliche Einflussfaktoren gleichmäßig auf die untersuchten Gruppen zu verteilen. Die Kontrolle dient dazu, den Verlauf der Erkrankung ohne die Behandlung zu verfolgen. Denn nicht jede Veränderung im Zustand der Patienten ist auf eine Behandlung zurückzuführen. Hier passieren immer wieder Fehler in der Beschreibung und der Berechnung der Studienergebnisse. Wenn das von Interesse ist, erkläre ich das mal in einem anderen Video.
Für randomisierte, kontrollierte Studien gibt es wiederum in PubMed einen Publikationstyp. Ich suche außerdem nach dem Wort randomisiert und versuche, reine Protokolle auszuschließen. Mit dieser Suche finden wir etwa 650.000 Referenzen. Ja, warum publiziert man ein Studienprotokoll? Studienprotokolle müssen sowieso in entsprechenden Registern registriert werden. Wenn ich zusätzlich einen Artikel veröffentliche, dann habe ich einfach eine Publikation mehr. Aber die eigentlichen Informationen würde man schon im Studienregister finden. Zuoberst auf der Evidenzpyramide sitzen Systematic Reviews mit oder ohne Meta-Analyse. Hier werden mehrere Studien zusammengefasst, die Ergebnisse sind also solider als diejenigen einzelner Studien. Davon finde ich mit meiner Suche über 400.000. Wenn ich mir nun anschaue, wie viele Studien ich pro Typ gefunden habe, fallen zwei Dinge auf. Es gibt wenige Fallkontrollstudien und Kohortenstudien. Und es gibt viele Systematic Reviews im Verhältnis zu den randomisierten, kontrollierten Studien. Wobei man ja in Reviews nicht nur RCTs zusammenfassen kann, sondern auch andere Studientypen. Leider sind diese Reviews methodisch nicht alle so wasserdicht, wie sie sein sollten. Und es gibt da manchmal auch einfach zu viele Reviews zum gleichen Thema, die auf nicht so vielen Originalstudien beruhen. Und aus meiner Evidenzpyramide wurde nun eher ein Evidenzturm mit sowas wie einem Drehrestaurant obendrauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.